Das sind zwei Gläser. Das sind unsere Planeten. There's nothing more exciting than science. In dem einen Glas ist normale Luft, in das andere Glas pusten wir jetzt gleich CO2. Sollte das CO2-Glas jetzt nicht wärmer werden als das normale Glas, ich glaube, dann muss ich mein Leben überdenken und meinen YouTube-Kanal dazu. Bevor wir loslegen, machen wir noch eine Testmessung. Gut, beide zeigen 27 Grad an. Jetzt nehmen wir dieses Glas und pusten ein bisschen CO2 rein. Klar, das ist jetzt kein hochwissenschaftlicher Laborversuch. Dafür haben wir ja auch Profis. Aber genau damit fordern mich Klimaleugnende immer wieder heraus. Ich solle endlich aufwachen und selbst denken. Also probieren wir es einfach mal aus. Dann gilt es jetzt eigentlich nur noch zu warten und zu schauen, wie sich die Temperaturen in den beiden Gläsern entwickeln. Während wir hier warten, frage ich mich, warum CO2 überhaupt warm macht. Deshalb rufe ich Elena an. Sie ist eine befreundete Wissenschaftlerin, die versucht, CO2 aus der Luft zu holen. Hi Elena! Moin. Oh, du bist sogar im Labor. Kannst du mir mal erklären, warum CO2 überhaupt eine wärmende Wirkung hat und andere Gase nicht? Das liegt daran, dass CO2 durch Strahlung angeregt wird und anfängt zu schwingen. Und zwar ist es so, dass Strahlung von der Sonne auf die Erde fällt und wieder reflektiert wird. Beim Reflektieren hat die Strahlung eine andere Wellenlänge, als sie vorher von der Sonne hatte. Und das ist eine Wellenlänge, die Treibhausgase anregt. Das kann man ungefähr so sehen, dass wenn diese Strahlung auf das CO2-Molekül trifft, dann fängt es an zu schwingen. Und anstatt alle Strahlung in den Weltraum wieder abzustrahlen, geht ein Teil der Strahlung raus in den Weltraum, ein anderer Teil geht aber wieder zurück zur Erde. Und damit heizt sich die Erde eben nochmal auf. Und das geht dann immer hin und her. Und das ist der Treibhauseffekt. Also so ein bisschen, die fangen an zu vibrieren und dadurch wird es warm durch die Bewegung sozusagen. Genau. Cool, verstanden. Vielen Dank. Hast du den Leuten eigentlich schon von dem Easter Egg erzählt? Lass uns mal schauen, wie weit unser Experiment vorangeschritten ist. In der Zwischenzeit ist die eine Sache passiert, die nicht passieren sollte, wenn man ein Experiment macht, für das man Sonneneinstrahlung braucht. Deswegen bin ich kurz in den Keller gegangen und habe eine Infrarotlampe geholt, um das Experiment damit weiterzumachen. Die Lampe habe ich dann so hingestellt, dass sie zu beiden Flaschen den genau gleichen Abstand hat. Also es steht 20 Grad bei ohne CO2 zu 26 Grad bei dem Planeten mit CO2. Das ist ein Unterschied, deutlicher als ich erwartet hatte. Um jetzt zu beweisen, dass auch wirklich CO2 drin ist, Moment. Dieser CO2-Sensor wurde mir freundlicherweise von Easy Innovation kostenlos zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an euch. Den lassen wir jetzt mal hier rein und dann lassen wir ihn da rein und dann werden wir sehen, ob noch eine unterschiedliche CO2-Konzentration vorhanden ist. Müsste ja sein. Dann wählen wir den aus. Ja, da ist er. Und Go. Cool. Dann halten wir ihn jetzt erstmal in die Flasche, in die wir kein CO2 rein haben. Also er zeigt auch hier nichts Besorgniserregendes an. Und dann halten wir ihn mal hier rein, wo wir ja CO2 zugesetzt haben und schauen mal, ob wir da was entdecken können. Ob da noch CO2 vorhanden ist. Machen wir rein. Hopp, und schon geht's hoch. Cooles Teil, dieses kleine. Vielen Dank nochmal an Easy Innovations fürs Bereitstellen der Sensoren. Und damit kann man eigentlich schon mal festhalten, dass es den Treibhauseffekt gibt und CO2 zu einer Erwärmung beiträgt. Yes, science! Die Frage bleibt, können wir etwas dagegen tun? Wir sollten die Sonne verklagen. Natürlich sollten wir aufhören, CO2 in die Atmosphäre zu blasen. Darüber hinaus sollten wir aber auch Wege finden, CO2 wieder aus der Atmosphäre zu holen, weil wir insgesamt schon viel zu viel hochgeblasen haben. Klicke deswegen hier, um herauszufinden, welche Möglichkeiten wir dafür haben. Nur so viel, wenn du glaubst, dass Bäume die Lösung sind,